Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. In dem heutigen Video möchte ich euch einmal aufzeigen, wer die besten Spieler des World Bosses waren, also des World Boss Events, wer am meisten Medaillen insgesamt gefarmt hatte, und dann auch nochmal einmal kurz auf die Kompensation eingehen, die heute an alle Spieler da draußen ausgeschüttet werden sollten. Ja, deswegen das auf jeden Fall dazu. Also bevor wir erstmal auf die Rangliste hier eingehen, solltet ihr auf jeden Fall heute mal in euer Postfach gucken, denn dort werdet ihr eine Gutschrift erhalten haben. Ja, in meinem Falle hier halt eben Kristalle, und zwar ist das halt eben ja, die Kompensation für das, was wir beim World Boss Event nicht bekommen haben. Denn wir hatten ja darüber berichtet gehabt, dass es halt eben auch unter anderem zu Bugs kam bei der Endbelohnung für den World Boss. Und da war halt eben, da kam es bei einigen Spielern dazu, dass sie halt eben keine Gutschrift erhalten haben oder nur die Hälfte der Ressourcen als Beispiel, dass da irgendein Part gefehlt hatte und so weiter und so fort. Und da sollte heute die Kompensation dann bei euch angekommen sein. Also falls ihr zum Beispiel ja, irgendwie was, es sollte irgendwas euch fehlen, dann schaut auf jeden Fall mal in die Gutschriften rein. Zum Beispiel bei mir, in meinem Fall, ich hatte hier jetzt nur die Kristalle bekommen, weil ich als ja, Belohnung schon die 1,9 Milliarden Gold bekommen habe. Also bei mir ist es jetzt tatsächlich so, dass ich dann halt eben das bekommen habe, was ich wahrscheinlich nicht ja, per Gutschrift ausgehändigt bekommen habe. So, ne? Ich denke mal, bei anderen hat zum Beispiel auch das Gold gefehlt. Ne? Das Gold hatte ich ja bekommen gehabt, das hatte ich direkt gesehen. Ne? Bei den Kristallen bin ich mir jetzt unsicher, da habe ich jetzt nicht direkt drauf geachtet, muss ich ehrlicherweise gestehen, ob ich die bekommen habe oder nicht, das kann ich euch gar nicht sagen. Aber beim Gold, da weiß ich, hatte ich das bekommen und es wurde mir auch gut geschrieben. Deswegen hatte ich jetzt zum Beispiel hier das Gold jetzt nicht bekommen. Ja, ich hatte auch schon gesehen gehabt in der Taverne, dass bei einigen Spielern ja, hier auch generell, ja, die geschrieben haben, irgendwas fehlt hier auf jeden Fall, das Gold hier bei einigen Spielern. Ja, das kann sein, dass eventuell, da wurde auch schon was geschrieben zu, es kann sein, dass es nicht unbedingt falsch sein muss, dass nur halt eben die Kristalle da sind, weil sie halt eben schon das Gold bekommen haben. Ja, schreibt mir dazu sehr gerne mal in die Kommentare, ob ihr alles, ja, regelkonform erhalten habt oder ob es da noch irgendwie zu Problemen kommt, weil es kann natürlich auch sein, dass manche Spieler ihre Belohnung schon einmal bekommen haben und jetzt durch die Gutschrift sie ein zweites Mal die Belohnung bekommen. Ne, das ist natürlich auch wieder irgendwo nicht ganz gerecht, und deswegen ja, musste man da auf jeden Fall mal gucken, dass es dann alles mit richtigen Dingen zugeht auf jeden Fall. Ne? Deswegen das auf jeden Fall dazu. Die Gutschriften, schaut heute mal in die Post rein. Und ja, ansonsten zum World Boss Ranking. Ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass es neben der internationalen Rangliste, ja, wo die Server hier aufgelistet werden, es noch eine, ja, Rangliste gibt, die international ist, die quasi eine internationale Helden-Ehrenhalle ist. Wie in der IHOF hier quasi Gilden-Ehrenhalle und die Spieler-Ehrenhalle gibt, dass es die beim World Boss auch gibt, so eine Server-Ehrenhalle, wie es halt jetzt quasi hier der Fall ist, so, ne? Und daneben dann halt eben auch die besten Spieler beziehungsweise ja, belohnt werden, beziehungsweise halt eben gezeigt werden. Und da bin ich tatsächlich von ausgegangen, dass dass zum Beispiel die Rahmen, die man bekommen hat hier auf den ersten Rängen, dass die tatsächlich unter den ersten Top 3 Spielern weltweit aufgeteilt wird und nicht pro Server tatsächlich, da die Leute das bekommen hier. Ne? Das hätte den Ganzen auf jeden Fall noch mehr Reiz gegeben, aber so pro Server finde ich das schon besser auf jeden Fall. Das ist schon besser gelöst, ja. Ich zeige euch einmal hier die Liste. Ja, und zwar hier haben wir die Top-Spieler am Start, die halt eben am meisten Medaillen farmen konnten innerhalb dieses Events. Und wir sehen hier eben auf Platz 1 ist ja, auf der Game World Fusion 12 der Death Street mit über 150.000
gesammelten Medaillen. Direkt dahinter kommt auch schon der Stiefelkotzer bei uns auf dem Server auf F9, der auch es geschafft hat, über 150.000 Medaillen zu sammeln und damit weltweit auf Platz 2 ist, was natürlich ziemlich stark ist, denn Stiefelkotzer ist bei Weitem, also wenn man sich die im Vergleich zu den anderen Spielern hier sich die Leute anschaut, ist Stiefelkotzer bei Weitem nicht der beste Spieler. Wenn wir da mal gleich auf meinen Server gehen, können wir mal Stiefelkotzer mit meinem Main-Account vergleichen, um mal zu gucken, wie er dort halt steht. Ne? Also was ich damit sagen will, ist, trotz dessen er vielleicht nicht das höchste Level und die besten Stats hat, ist er trotzdem hier auf Platz 2 weltweit, was halt dafür spricht, dass er halt immer zu jeder Zeit ein Top-Katapult gehabt haben muss, um halt eben so eine Medaillenanzahl hier zu farmen. Ja? Also er hat das auf jeden Fall nicht schlecht gemacht. Dann haben wir deinen Nachbar auf Platz 3, Luca Freak, Furaken, Strider, Umbums, Derafin, Bresel, also viele bekannte Namen hier auf jeden Fall in den Top-Rängen. Und ich habe es tatsächlich auch geschafft, mit meinem Main auf Fusion 9 hier in die besten Liste sozusagen zu kommen. Das Ganze wurde von Spielern erstellt. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass es hier auch nochmal in dieser Ehrenhalle festgehalten wird und da es vielleicht für die Einzelspieler auch nochmal coole Rewards gibt. Ich habe es geschafft, hier, ich glaube, zumindest auf Rang 20 zu kommen. Ich hatte mal so kurz durchgezählt gehabt. Ich glaube, das war Rang 20 gewesen, weltweit mit meiner Leistung. Und ich muss dazu sagen, ich hatte ja auch teilweise wirklich lange gefehlt beim Event. Also ich bin ja, als der World Boss gestartet ist, auch erst 2 Stunden später hier zu Hause gewesen und habe den Stream angeschmissen. Also da fehlten mir schon mal 2 Stunden und dann habe ich mir so gedacht, okay, ich finde meinen Schlaf tatsächlich jetzt auch wichtiger als dieses World Boss Event so, ne? Und da kam es dann auch schon mal dazu, dass ich zum Beispiel noch 4 Stunden Katapult hatte und dann schlafen gegangen bin. Das heißt, ich hatte dann meine 8 Stunden gepennt und 4 Stunden habe ich dann ohne Katapult gespielt als Beispiel. Ne? Also daher halt eben diese Platzierung hier. Ich habe vieles verkehrt gemacht, auch mit den ersten Katapulten so. Ne? Da musste ich mich auch erstmal ein bisschen reinfuchsen. Also das in Kombination mit, dass ich den Schlaf halt vorgezogen hatte, vor dem Event halt eben, lässt mich hier auf diese Position bringen. Hätte ich das Ganze ein bisschen besser gespielt, beziehungsweise optimal durchgezogen mit einer guten Katapultdauer plus halt eben einer guten, einem gut ausgebauten Katapult halt eben auch, dann könnte ich mich wahrscheinlich auch in den oberen Rängen hier platzieren. So, aber es ist halt immer die Frage, wie hart gehen die Accounts hier oben rein, weil mein Account ist ja auch deutlich schlechter als die Accounts hier oben zum Beispiel, ne? Der beste Spieler, beziehungsweise der mit den meisten Stats, ist ja Strider und selbst er ist nicht auf Platz 1, wie man es eigentlich sonst gewohnt ist von Strider. Ne? Das zeugt halt eben auch davon, dass er eventuell, vielleicht auch, obwohl er die meisten Stats und diese Stats im Game hat, nicht das unbedingt gleich dafür spricht, dass man die meisten Medaillen dann bekommt. Er ist auch zum Beispiel ein Spieler, der glaube ich, ein ähnlich hohes Level wie ich habe mit meinem Main-Account. Er ist 752, jetzt hier gerade 53 und wir auf meinem Main, wir sind 47, ja. Also es gibt aber auch Spieler, die sind schon in den 780ern Bereichen und die schneiden vielleicht, weil sie halt eben eine bessere Waffe haben, Durchschnittsschaden höher ist und so weiter und so fort, vielleicht sogar ein bisschen besser ab, ne? Und wenn wir jetzt mal hier in die Ehrenhalle schauen und nochmal hier uns mit Stiefelkotzer vergleichen zum Beispiel, ne, dann sehen wir hier von den Stats her, hat er vielleicht bei Ausdauer ein ganz klein wenig mehr, aber dafür habe ich zum Beispiel bei Intelligenz deutlich mehr als er. Ne, wenn wir mal auf die Basispunkte schauen, wir haben hier fast 300.000 und fast 212.000 und dann haben wir hier 260.000 zu 220.000. Ne? Also wir sind hier tatsächlich auch rein von den Stats her halt ein bisschen stärker. Allerdings sieht man da halt eben, dass die Gewichtung des Katapults halt eben doch ziemlich ausschlaggebend ist, beziehungsweise halt die Aktivität bei dem Event, um sich halt eben hier relativ weit oben zu positionieren. Ne? Und dann gibt es halt eben noch deutlich stärkere Spieler als mich und andere hier und dafür muss ich wirklich sagen, hat er hier eine Top-Leistung wirklich abgegeben. Mit der Medaillenanzahl hier auf jeden Fall, wenn man das halt eben vergleicht mit anderen Spielern, die halt eben noch deutlich stärker sind als Stiefelkotzer oder ich jetzt als Beispiel so. Ne? Deswegen, man kann auf jeden Fall mehr optimieren.
wir werden gucken, wie es beim nächsten World Boss aussieht. Da lassen wir uns auf jeden Fall dann überraschen, ob der dann halt eben auch ein bisschen besser vielleicht gebalanced ist und dann macht es vielleicht dann auch ein bisschen mehr Spaß hier das Ganze zu spielen. Und ja, deswegen gucken wir mal, warten wir mal ab, aber das erstmal soweit dazu. Ich wollte euch nur noch mal heute so ein bisschen die Bestenliste zeigen hier auf jeden Fall, ne, und hätte mir definitiv auch gewünscht, dass es sowas auch in einer Einzelrangliste geben könnte. So, ne? Das wäre auch ganz cool gewesen. Auf jeden Fall soll es das dazu soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.